Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Heute habe ich mal so ein kleines Sonderteil, was eventuell nicht jeder von euch brauchen kann. Und zwar geht es eigentlich darum, wenn man Zapfenverbindungen herstellen möchte. Wie ich das mache, ich habe keine Maschine dafür, die diese eckigen Löcher da reinmacht. Mal sehen, vielleicht schaffe ich mir sowas irgendwann mal an, aber die Anschaffung ist doch relativ teuer. Und ich mache das, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Die bohren jetzt hier, kann man das hier sehen? Ne, da. Die bohren da Löcher rein und stellen das dann mit dem Stecheisen aus. Und dafür habe ich mir diese Vorrichtung hier gebaut, damit ich senkrechte, ja nicht Löcher, vorgebohrte Löcher, damit ich die senkrecht hier unten mit dem Stechbeitel gerade reinbekomme. Und natürlich wie immer zeige ich euch jeden einzelnen Schritt direkt nach dem Intro. Fangen wir mal an mit dem, was wir brauchen. Ich habe jetzt hier eine Platte Siebdruck, die ist 20 mm dick, die ist 90 x 250 mm. Dann habe ich hier zwei Bretter, auch Siebdruck, die sind aber etwas dünner, das ist 15 mm und die sind 90 x 60 mm. Dann habe ich noch hier ein Stück Dachlatte, die ist so ungefähr 40 x 20 und halt auch diese 250 mm lang. Des Weiteren, ich muss das mal gerade holen, brauche ich zwei von diesen M8er Schrauben mit Unterlegscheibe und jeweils der Mutter oben drauf. Wie gesagt, davon zwei Stück. Dann habe ich hier auch eine M8er Schraube mit so einem Rundkopf unten drunter. Die ist M8 x 70 mm, hat allerdings nur hier ein Teilgewinde und dieses Gewinde mache ich mir mit dem Gewindeschneider bis unten hin runter. Ihr könnt natürlich auch jede normale andere Schraube nehmen, ist gar kein Problem. Ich habe nur im Moment nichts anderes da, was so lang ist. Ich habe hier ein wenig Schneidöl, das setze ich mal da so ein bisschen drauf. So. Und dann drehen wir das mal erst bis zum Anschlag runter. Und so ist das Gewinde dann bis unten hin runtergeschnitten. Aber warum geht es überhaupt hierbei? Und zwar möchte ich eine Zapfenverbindung machen. Das heißt, hier kommt eine Vertiefung rein, aber die soll nicht komplett durchgehend werden. Dann könnte ich einfach mit einer Raspel oder sowas, wenn das offen ist, das schön glatt machen. Nein, es soll verdeckt werden. Das heißt, es geht hier bis 1 cm unterhalb des Holzes soll dieser Zapfen aufhören. Und da bohren wir jetzt mal Löcher rein. Ich mache das mal zum Vergleich auf beiden Seiten von diesem Holz. Warum ich das so mache, zeige ich euch gleich. Und zwar mit einem 14er Bohrer. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist wie gesagt hier bis in diese Tiefe. Und das ist natürlich jetzt, das ist mein Problem. Und zwar muss das ja gerade sein, damit der Zapfen hier genau reinpasst. Und das ist immer eine unheimlich fummelige Arbeit, das mit zum Beispiel einem Stechbeitel halt da, und zwar gerade. Man kommt entweder zu weit nach hinten oder zu weit nach vorne. Irgendwie klappt das nie ganz und da habe ich, glaube ich, so eine kleine Lösung dafür. Jetzt nehme ich mir hier die Dicke der Säule. Das sind 34,10 mm und übertrage die mithilfe des Streichmaßes hier auf eine Seite des langen Brettes. So, das passt genau da rein. Genauso tief ist ja auch der Bohrständer an sich. Also ich mache ein bisschen länger, sagen wir mal bis dahin. Dann habe ich mir jetzt hier die Mitte eingezeichnet und mit Hilfe des Zirkels machen wir hier
eine schöne Rundung dran. Und das schneiden wir uns jetzt hier an der Bandsäge aus. Hier habe ich jetzt die Rundung ausgeschnitten, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und das kommt hier hinten um die Säule herum. Und zwar, wenn hier diese, und hier habe ich so, wenn diese Schraube, die soll ja hier eingespannt werden. Und wenn ich das nur hierhin machen würde, wird das ständig immer verrutschen. So hat das genau einen Halt und ist genau gerade da drin. Damit habe ich aber jetzt hier vorne ein Querbrett, mache ich ja hier drauf. Und damit das einen besseren Halt hat, damit das sich auch nicht hier verschieben kann, werde ich hier diese Dachlatte drauf machen. Damit ist das dann hier vorne 100%ig fest. Und wir schneiden das natürlich hier vorne nachher noch passend ab. Aber erstmal werde ich jetzt hier diese Dachlatte so hier drauf schrauben von unten drunter. Um das auf der Rückseite zu verschrauben, habe ich mir doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Und das kleben wir jetzt hier, ich habe das angezeichnet, wo das genau hin muss, da drauf. So, dass es hier ein Stück von der Rundung weg ist, dass das auch nicht stört. Und da bohren wir jetzt einfach mal rein. Und man sollte natürlich aufpassen. Ich habe gerade nochmal die Schraube rausgemacht, weil ich ja gleich hier vorne das in der passenden Länge abschneiden möchte. Und hier vorne sollte man halt ein bisschen vorsichtig sein, wo das noch abgeschnitten wird, damit diese Bretter passen. Ich habe mir jetzt hier die Mitte angezeichnet auf dem Holz. Und zwar möchte ich jetzt hier mit einem 7,5 mm Bohrer möchte ich gerne durchbohren und möchte natürlich, dass das Ganze hier hinten winklig ist. Und dieses Loch ist ja dafür vorgesehen, für hier die Schraube durchzudrehen. Und die werde ich jetzt mit 7,5 vorbohren und dann mit einem 8 mm Gewindeschneider da reinmachen, dass ich diese Schraube reindrehen kann, die ja hier oben nachher in dem Futter festgemacht werden soll. Und mit dem 8 mm Gewindebohrer bohren wir da rein. Setzen wir die Schraube einfach mal da rein. Sobald die Schraube hier oben weit genug vorne raus ist, ich drehe das mal so weit wie das geht, kommt ja innen drin dieses viereckige Metallteil und das hindert uns daran, die Schraube ganz reinzudrehen. Deshalb setze ich jetzt hier 2 Muttern drauf, konter die und drehe dann das Ganze schön rein. So, damit ist das hier drin und auf der anderen Seite machen wir das wieder los. Was jetzt kommt, da ist es besonders wichtig, Stecker ziehen hier von der Maschine. Nicht, dass ihr aus Versehen die ganze Maschine anmacht. Wer weiß, was dann passieren könnte. Also ich schiebe das Ganze hier hinten rein und schiebe es hier hoch. Und zwar so, dass ich es hier festdrehen kann. Damit haben wir jetzt schon einen richtigen Halt. Also ich kann das Ganze hier rauf und runter fahren. Jetzt ist es natürlich wichtig, das Brett soll ja hier hin. Und zwar so weit, dass der Stechbeitel hier nicht anschlägt, dass man hier also einen gewissen Abstand hat. Und ich denke mal, das ist eigentlich schon genau richtig. Wenn ich das Ganze hier vorne nur die Dachlatte abschneide, dann passt das. Das mache ich mal gerade und schneide es ab. So, wenn das Brett jetzt davor ist und hier der Stechbeitel ist, habe ich hier genügend Platz, dass das nicht irgendwo hier dran kommt und das Ganze schief wird. Hier vorne soll ja jetzt dieses Holz hin, damit hier der Stechbeitel zwischen den beiden Hölzern eingeklemmt wird. Jetzt nehme ich eigentlich für solche Arbeiten maximal einen 20 mm Stechbeitel. Und damit ich das Ganze gerade hier rein bekomme, werde ich mir hier eine
ganz schmale Nut reinschneiden, damit ich immer einen Anschlag habe, wo das Ganze passiert. So kommt das ja jetzt hier dran. Ich habe jetzt hier hinten die Mitte jeweils ausgemessen. Also von unten, glaube ich, habe ich 35 mm und von hier, glaube ich, das sind ja 12 mm ungefähr, habe ich mir angezeichnet. Das ist der Platz, den der Kopf der Schrauben hier hinten braucht, damit ich den hier im Notfall noch mit einer Ratsche oder irgendwas festziehen kann. Ich klebe jetzt wieder die beiden Brettchen mit einem Stück Klebeband einfach aufeinander. Baue das Ganze hier auseinander und werde wieder durchbohren und Gewinde schneiden. Machen wir das Ganze auseinander. Ich brauche ja nur das Gewinde in der hinteren Platte, also in dieser Platte, und das bohren wir dann mal hier durch. In die andere Seite bohren wir das 8 mm Loch rein, damit die Schraube da durchpasst. Mit einer kleinen Unterlegscheibe versehen drehen wir das Ganze, die Schraube dann von hinten rein. Und ziehen sie natürlich kurz an. In das Brett habe ich jetzt hier 3 Löcher reingemacht, die und die vertieft, und das schrauben wir dann einfach mal hier an. Jetzt habe ich hier das Gefühl, als wenn das nicht senkrecht wäre. Ich lege mal hier unten einen Winkel an. Ja, das stimmt, da ist es nicht ganz winklig. Also das sollte man dann vorsichtshalber nachmessen. So. Ja, und jetzt kann ich hier die zweite Schraube anschrauben. Es ging ja nur darum, dass der Stechbeitel dann nachher senkrecht ist. Dieses Loch habe ich übrigens etwas tiefer gebohrt, damit, wie gesagt, der Stechbeitel auch da nicht irgendwie drankommt. Funktionieren kann die ganze Vorrichtung natürlich nur, wenn die Stechbeitel wirklich scharf sind. Ich mache das immer hier mit der Shepard Tiger 3000. Ist wie alle Werkzeuge, was ich alles so benutze und so weiter, unten in der Beschreibung verlinkt. Und das machen wir jetzt erstmal scharf, bevor wir das da in die Halterung einspannen. Ich habe jetzt mit Hilfe von 2 Sternschrauben den Stechbeitel hier eingeklemmt, habe das Ganze hier unten mal ausgerichtet, und jetzt drücken wir das Ganze eigentlich einfach nur runter. Dann lösen wir das Ganze, machen das noch ein Stück drüber und machen so das nächste Teil. So, jetzt muss ich noch hier die Ecken, die Kopfteile machen. Dazu tauschen wir jetzt einfach mal den Stechbeitel. Ich habe jetzt hier einen schmäleren. Und wie gesagt, durch den Anschlag hier an der Seite habe ich den natürlich absolut gerade. So sieht das gute Teil jetzt aus. So sah es vorher aus mit den Löchern drin, und das ist genau winklig. Ich schneide das Ganze jetzt mal hier der Länge nach auf, damit man auch mal richtig da reingucken kann. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es aufgeschnitten ist. Also wie gesagt, das hier ist mit der Bohrmaschine vorgebohrt. Und normalerweise
sieht das so aus, wenn man das mit dem Stechbeitel von Hand raus macht. Unten ist es dann etwas dicker als oben. Und hier habe ich das jetzt mit der Vorrichtung gemacht. Da kann man das sehen, und zwar ist das auch gerade. Ja, wie gesagt, Voraussetzung ist natürlich ein wirklich scharfer Stechbeitel, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dafür denke ich, hat es doch eigentlich gut geklappt. So ein kleines Jig kann man immer gut gebrauchen. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.